Shrek. Hey, also mal, Ja, ey, wie soll ich denn fahren und Kabel? das gibt's doch nicht, ey. Also du hast überhaupt keine Esskultur. Gehört auch dazu. Schau mal, Ne? wo fährst du hin? An die Ja, ich wollte zum Studio, ne? Ja. Ich darf gar nicht links hier, ne? Sollen wir an der Anlegestelle vorbei? Da ist aber nichts mehr, ne? Aber wir können ja. Wir haben starke Affinität zum Wasser. Unser Studio liegt ja auch am Wasser. Und Andi ist ja Kapitän. Das heißt, der muss halt immer mit seinem Boot überall hinfahren können. Ja, ich bin mehr Radfahrer, aber da wo Wasser ist, da sind die Radwege flach. Für uns eigentlich sehr Hafenstädte wohl. sind schon ziemlich geil. Irgendwie, ich glaube, weil die historisch immer, weil die hatten halt immer so viel Zulauf von anderen Nationen und so. Das riecht irgendwie nach Essen. Was ist das denn? Was hast du denn da alles? Ja, man muss ja irgendwie überleben. Jetzt gucken wir uns einmal kurz die Anlegestelle an, wo man im Sommer dann die Wasserkutschen mieten kann. Das sind die schönsten Boote, die es überhaupt gibt. Einer der schönsten Orte von Berlin hier. Kann man hier sich auf die Bank setzen im Sommer. Wasserkutsche sind selbstgebaute Hausboote, die kann man mieten und dann kann man mit denen tagelang irgendwie die Spree rauf und runter fahren. Also eher nach da, Richtung Osten. Und kann da drin schlafen, kochen. Wir testen die immer. Wir gehören zum Beta-Testern. Also wir testen die eben auf Löcher, dann ob es Bassresonanzen gibt im Schiffsraum, ja, Bullaugendurchsichtigkeit. Also wir haben so eine Checkliste und die gehen wir dann durch. Und wenn man jetzt hier guckt, so ganz da hinten ist unser Studio. Also man kann dann sozusagen mit der Wasserkutsche oder mit dem Boot kann man von hier bis zu unserem Studio fahren. Rekordzeit. Geholt, das ist ja der Hammer. Ja, das ist Cool. Textilspray, ne? Das ist so einfach total normaler Tag eigentlich. Wir haben keine festen Arbeitszeiten, wir sprechen uns ab und machen so eine Zeit aus und meistens kommt dann was dazwischen. Wir haben so gleitende Arbeitszeiten, kann man sagen. Meistens kommt noch was dazwischen, da muss man noch mal irgendwie bei Monkey Town vorbei oder besprechen irgendwas, keine Ahnung, mit Rupert Smith, unserem Grafiker. Und gibt es immer 1000 Sachen eigentlich, die man noch irgendwo machen muss, abholen. Oder ja, das geht schnell, dass man die Zeit vergisst. Also wir vergessen sowieso eigentlich immer die Zeit. Wir haben die auch jetzt, heute haben wir ja auch schon wieder die Zeit vergessen. Ja, und irgendwann schafft man es, aber dann ist man dann im Studio und da kommt man dann auch so schnell nicht mehr weg. Wir kennen uns schon über 20 Jahre. Ja, wir sind halt wie so ein altes Ehepaar. Ne? So. Man kennt so die ganzen Macken. Also sagen wir mal so, neue Seiten aneinander entdeckt man jetzt erstmal nicht, oder? Außer so neue Sachen, so wie, ich glaube, Andi hört nicht mehr so gut. Oder? Was? Wer sagt das? Der Jan, der geht so komisch, der hat doch irgendwas an der Hüfte. Solche Dinge kann man dann schon nochmal neu aneinander so entdecken, aber an sich kennt man sich, glaube ich, mittlerweile ganz gut. So. Was auch echt entspannend ist, weil man hat einfach ein sehr tiefgehendes Vertrauen in die Fähigkeiten und Unfähigkeiten des anderen. Wobei im Notfall kann fast jede Aufgabe nochmal übernehmen. Das stimmt, das ist auch super. Also wir könnten im Prinzip, jeder von uns könnte alleine auch die Musik machen und diese Firma irgendwie führen. Was manchmal also ökonomisch betrachtet auch eigentlich sinnvoller wäre, weil wenn das mal alles durch zwei geteilt werden muss, ist auch manchmal auch hart. Aber auch schön. Also ich teile ja lieber, als dass ich alles für mich behalte.
hode naita kanaipata wakati nimewaka tunazimata dada nakaka kuna chuma kamata simama amaka hakuna matata nataka nisivya Masai nipande hii ama pande hii kuna kitu ninadai tena sai ni kama uhai yanitawai huko niko maskani. Ist schön, dass mal einer dabei ist, der mitkriegt, was immer so passiert an so einem Tag. Immer 5 Sachen gleichzeitig. Man blickt überhaupt nicht mehr durch. Aber irgendwas kommt dann dabei halt raus. Wir haben uns unser eigenes Irrenhaus halt irgendwie geschaffen. Stören ja auch niemanden hier, ist ja auch ganz gut. Get some white for the black jacket. Just on straight onto the chest. No, we do it skin. Yeah, onto the Straight chest. onto the back skin. Yeah. Yes. Yeah. Berlin ist irgendwie wie so ein gigantisches Dorf. Das ist manchmal wie so ein, wie dieses Haus in diesem Danielewski-Roman, was irgendwie, wenn man drin ist, immer größer wird. Und ich hatte auch einen ziemlich lustigen Traum, als Andi dann irgendwann in Berlin war, hatte ich so einen Willkommenstraum. Und da habe ich geträumt, dass ich mit Andi eines Abends, wir haben irgendwie ein krummes Ding gedreht und mussten dann abhauen und mussten dann irgendwie durch so eine Wohnung türmen. Aber wir kamen von der einen Wohnung in die nächste und von der übers Fenster in die nächste. Und es hörte überhaupt nicht auf. Und irgendwann pesten wir so eine Straße runter, ich glaube auf irgendwelchen Boards oder irgendwie auf Booten oder so. Als ich dann unten angekommen bin, wurde mir erst klar, dass das jetzt Berlin war. Ich meinte mal, ist das nicht Wahnsinn in Berlin irgendwie? Man kommt ja, da findet man ja nie wieder raus.